Breaking News! Diese Nachricht hat mich hart getroffen. Ein wichtiger Teil meines Erwachsenwerdens wird, mal wieder, demnächst zu Grabe getragen. MTV Germany wird eingestellt. Ja, ihr habt richtig gehört. MTV, einer der ikonischsten Sender der 90er und 2000er Jahre, fällt den Sparmaßnahmen von Paramount zum Opfer. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wie eine alte Schachtel klinge, die in ihren Erinnerungen lebt. Ich will diesen Moment nutzen, um dieser Musikinstitution ein kleines Denkmal zu setzen. Also, mach's dir bequem, drück kurz auf den Abo-Button und komm mit mir auf einen kleinen Nostalgie-Trip. Zurück in die Zeit, als das Musikfernsehen noch lebendig war. Vorweg, MTV als Marke verschwindet nicht komplett. Aber der einzigartige Kern, das Musikfernsehen schon. MTV HD bleibt zwar in Deutschland erhalten, aber was läuft da? Nur noch Reality-TV. Das klassische Musikfernsehen, das was ganze Generationen geprägt hat, verschwindet bis Ende des Jahres fast vollständig von der Bildfläche. MTV kündigte an, die Spartensender MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV und MTV Live einzustellen. Als Grund nimmt Paramount ein verändertes Sehverhalten der Zuschauer. Das klingt doch erstmal logisch. Heute schaust du Musikvideos auf YouTube, entdeckst Songs auf TikTok oder Spotify. Aber trotzdem, für mich fühlt sich das an wie das Ende einer Ära. Ein bisschen so, als würde jemand die letzte Disco-Kugel abschalten. I want my MTV! Um zu verstehen, was da gerade stirbt, müssen wir zurück in die 80er Jahre. Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. 1981 startete MTV in den USA mit einem Foreshadowing, wie es George R.R. Martin nicht besser hätte schreiben können. Das allererste Video war ausgerechnet Video Killed the Radio Star von den Buggles. Ein Song, der schon im Titel beschreibt, was MTV später selbst passieren würde. MTV war mehr als nur ein schnöder Fernsehsender. Es war eine Revolution. Plötzlich konnte man Musik sehen. Die VJs, also die Videojockeys, die auf dem Sender die Musikshows präsentierten, wurden selbst bald zu Stars. In den 80ern pushte MTV Bands wie Duran Duran, Bon Jovi, Madonna oder Michael Jackson. Die Musikbranche begriff sehr schnell, dass MTV eine einzigartige Möglichkeit für sie war, ihre Künstler für ein breites Publikum noch präsenter zu machen. Zum Start wurden oft Videos aus dem Rockgenre gespielt, bis 1983 Michael Jacksons Billie Jean auch das Tor für schwarze Musiker öffnete. Ein Jahr später wurden dann die VMAs, die MTV Video Music Awards, geboren. Ein Event, der die wichtigsten Bühnenmomente der Popkultur, von Madonnas Like a Virgin bis Lady Gagas Fleischkleid, vereint hat. MTV begann auch, große internationale Konzerte zu übertragen, darunter das legendäre Live Aid von 1985 oder auch weitere Formate innerhalb dieses Kosmos wie Live Aid und Live Earth. Die Konzertreihe MTV Unplugged startete 1989 und wurde schnell zu einem beliebten Format für akustische Auftritte. MTV schaffte es sogar selbst als Referenz in der Musik aufgegriffen zu werden, zum Beispiel von der Rap-Legende Eminem oder den Dire Straits. Turn it on, leave it on. In den 90ern wurde MTV zur globalen Sprache der Jugend. Es war laut, chaotisch, kreativ und irgendwie cool, egal wo man war. Zu dieser Zeit machte MTV ein neues Genre populär, Reality-TV. Und erwachsene Animationsserien, darunter sowas wie Beavis und Butthead oder Daryl. Musiker begannen zu dieser Zeit immer mehr Wert auf ihre Musikvideos zu legen, die dadurch zu künstlerischen und aufwendigen Filmen wurden. Viele berühmte Filmregisseure dieser Zeit starteten ihre Karriere mit Musikvideos, wie beispielsweise Mark Romanek oder James Foley. Shows wie MTV Most Wanted, eine chaotische Live-Show, an der zum ersten Mal auch die Zuschauer interaktiv teilnehmen konnten, setzten neue Trends. Zudem traten Musiker und Bands live auf. Man könnte also sagen, MTV lieferte unter anderem auch Grundsteine für heutige interaktive Formate und Kanäle, wie beispielsweise Twitch. In Deutschland startete MTV 1997 als Antwort auf Viva und brachte ein neues Lebensgefühl ins Fernsehen. Mit Gesichtern wie Colin Fernandes, Markus Kafka, Joko und Klaas, Paulina Roginski oder Steven Gätchen. 2009 landete MTV dann ein Überraschungshit mit der kontroversen, aber extrem populären Serie Jersey Shore. Bis heute sendete MTV in über 160 Ländern und in mehr als 30 Sprachen. Das war nicht einfach nur Fernsehen. Und ja, MTV hat mir sogar meinen ersten Berufswunsch geliefert. Ich wollte Musikvideoregisseurin werden, weil diese Clips damals einfach Kunst waren. Im Grunde hat MTV also auch mittelbar den Grundstein für diesen Kanal hier gelegt. Play the music! Aber wie Nelly Furtado schon sang, mit den Jahren änderte sich der Fokus des Programms. Musik wurde weniger, Reality-TV wurde mehr. Da wären unter anderem meine persönlichen Highlights, die ich euch hier mal vorstellen möchte. The Osbournes. Die erste und eine der erfolgreichsten Reality-TV-Shows wurde von 2002 bis 2005 von MTV ins Leben gerufen. In insgesamt 52 Episoden zeigte sie das verrückte Privatleben der Familie Osbourne und brachte den Schockrocker zurück ins Rampenlicht der Medienwelt.
Ozzy ist wieder da, ja! Pro Folge verfolgten damals zwischen 6 und 8 Millionen Menschen, wie der Prince of Darkness und seine Familie ein luxuriöses Wohnviertel in L.A. aufmischten. Das Konzept war damals bahnbrechend und ist als Vorläufer für Serien wie Keeping Up with the Kardashians zu verstehen. Die Osbournes waren laut, unzensiert und total absurd. Und genau das hat so unterhaltsam gemacht. Rest in Peace, Ozzy. Jackass. Eine Gruppe von komplett furchtlosen oder auch verrückten Typen, angeführt von Johnny Knoxville und Steve O, machte Stunts, die eigentlich keiner freiwillig machen würde. Dinge wie sich im Einkaufswagen die Straße runterrollen lassen, mit Elektroschocks spielen oder sich gegenseitig mit Gummibällen in den Genitalbereich schießen. Es war super gefährlich, total sinnlos und trotzdem unfassbar lustig. Auch gab es immer wieder Gastauftritte, zum Beispiel von Größen wie Tony Hawk und bis dato insgesamt 11 Kinofilme. MTV Celebrity Deathmatch, die MTV-Show, die meistens spät in der Nacht ausgestrahlt wurde und ich gerne heimlich geschaut habe. Berühmte Stars kämpften als Knetfiguren in einem Wrestlingring gegeneinander. Meist brutal, völlig übertrieben und total satirisch. Zum Beispiel Madonna vs. Michael Jackson oder Britney Spears vs. Christina Aguilera. Alles war voller Blut, Witz und Promi-Parodien. So ein bisschen South Park trifft Wrestling. Fun Fact: Auch hier schafft es MTV, die eigentliche Musikwelt wieder zu befruchten. So spielt das Musikvideo von Marilyn Mansons Astonishing Panorama of the End Times im Show-Universum dieser Serie. MTV Cribs. In dieser Show zeigten Stars ihre Häuser. Also riesige Villen mit Pools, Kinos, Fahrstühlen, 20 Autos und absurd vielen Schuhen. Der Running Gag war immer, "This is where the magic happens", wenn sie ihr Schlafzimmer zeigten. Es war quasi der Vorläufer von Influencer-Haustouren, nur mit mehr 2000er-Glamour und Bling-Bling überall. Gott, das war die dunkle Seite von MTV. Eine Sendung, in der echte Menschen ihre schlimmsten Skateboard-, BMX- oder Sportunfälle erzählten. Inklusive Originalvideos. Man sah also, wie jemand böse abstürzte, sich etwas brach und dann schilderte, wie das Ganze eigentlich passiert ist. Ziemlich heftig, aber viele konnten nicht wegschauen. Pimp My Ride. Hier wurde alten, kaputten Autos ein komplettes Makeover verpasst. Der Moderator und Rapper Exhibit holte die Autos der Teilnehmer ab und kam zumeist mit einem aufgetunten Monster zurück. Fernseher am Kofferraum, Neonlichter, Aquariumauto, völlig unrealistisch, aber ikonisch. Es ging weniger um Autos, sondern mehr um den Wow-Effekt und den 2000er-Vibe. Aber auch wenn ich Fan von einigen Reality-TV-Formaten war, MTV entfernte sich immer mehr von seinem eigentlichen Kern, der Musik. Als Reaktion auf diese Kritik kam Total Request Live, die legendäre Countdown-Show. Doch selbst die konnte den Trend nicht stoppen. Heute sagen viele, naja, wen juckt's eigentlich, dass MTV geht? Ich meine, wann hast du das letzte Mal bewusst ein Musikvideo geschaut? Und ja, da ist was dran. Musikvideos sind heute oft nur noch Beiwerk. Aber ehrlich, ich find's schade. Denn Musikvideos waren mal Kunstwerke. Kleine Filme, die eine Story erzählt haben, die Musik erweitert haben. Natürlich gibt es diese Diamanten auch heute noch. Aber sie sind im großen Meer der Musikwelt deutlich schwerer zu finden. Und wenn wir Musikvideos verlieren, verlieren wir auch ein Stück vom Musik. Wie wir Musik fühlen. Es war Soundtrack, Stilberater und Gesellschaftsspiegel in einem. Es hat Karrieren erschaffen, von Eminem bis Britney, und Trends gesetzt, bevor Social Media das übernommen hat. MTV war laut, provokant, manchmal oberflächlich, aber ein Spiegel seiner Zeit. Der Sender war das Internet, bevor es das Internet gab. Vielleicht ist das also gar nicht nur Nostalgie. Vielleicht trauere ich einem Gefühl nach, wenn du nach der Schule MTV angemacht hast, einfach um zu sehen, was cool ist. Nicht, was ein Algorithmus dir vorschlägt. Sag's mir in den Kommentaren. Was war dein erstes MTV-Erlebnis? Oder welcher Moment hat dich richtig geprägt? Ich wette, du erinnerst dich noch an mindestens ein Musikvideo, das dich komplett geflasht hat. Wenn dir dieses kleine Nostalgie-Revival gefallen hat, lass ein Like da, abonnier den Kanal und schick's an jemanden, der auch noch weiß, was Pimp My Ride war. MTV ist vielleicht tot, aber die Musik lebt weiter. Und wir halten sie am Leben. Bis dann, People!